Schaut, wer hier ist. Freunde, unglaublich, Metroflex Gym. Wir haben einfach Ronnie Coleman getroffen. Genial. Es ist heiß, sehr heiß. Freunde, wir sind bald da beim AT&T Stadium. Wir haben sportliche 45 Grad im Schatten. Okay, nicht ganz, aber in der Sonne sind es schon 41 Grad Celsius. Question Sky, most interesting maybe. Sky, what are your plans for next year? What do you have in mind, football-wise? No set plans, but... So Freunde, neuer Tag, neues Glück. Und wir haben heute einen coolen Vlog vorbereitet. Und wir sehen jemanden, den ihr kennen könnt. Wir sind in Downtown Dallas. Yes, sir. Ziemlich lit. Ja, sie sagen, everything's bigger in Texas. Und es ist wirklich so. Schaut mal diese Flaggen an. Crazy. Wir haben sportliche 45 Grad im Schatten. Okay, nicht ganz, aber in der Sonne sind es schon 41 Grad Celsius. Ja, wird ambitioniert, heute Football spielen zu gehen. Schaut, wer hier ist. Also wir gehen nicht einfach zu dritt Football spielen, sondern mit Sky Noble in Dallas, seiner Heimatstadt. Der Guards Quarterback, vor 2 Tagen angekommen und jetzt schon wieder. Erster Tag Offseason mit uns. Wird cool, wird cool. Wir haben Glück gehabt, die wollten uns schon vom Feld schmeißen. Aber jetzt haben wir halt diesen Platz hier gefunden. Und auf diesen dürfen wir ein bisschen spielen, spielt ja keine Rolle. Also war aber knapp. Sky hat mit diesem Dude geredet. Und am Ende wollte der halt mit der Schulleitung von dieser Highschool reden. Niemand hat aber seinen Anruf beantwortet und hat einfach gesagt, ja, egal, komm, geht drauf. Also nochmal Glück gehabt und jetzt wärmen sich die Jungs schon auf. So, wir würden trotzdem runtergeschickt von dieser Highschool. Wir folgen jetzt Skys Wagen und gehen zu seiner alten Highschool. Wir hatten gerade mal den Routenbaum durch und ein paar Routes gerannt halt. Und der Tobi, der hatte noch keinen Drop. Und wenn ich das so sage, könnt ihr ja denken, dass vielleicht wir einen Drop hatten. Aber wir folgen jetzt mal Skys Wagen und hoffen, dass wir dort ein bisschen länger spielen können. Weil es sind ja auch schon stattliche 40 Grad. Wir wollen da eh nicht zu lange rumturnen. Aber so ein bisschen spielen wollen wir schon. Deshalb hoffen wir jetzt, einen Rasen zu finden. Skys Highschool. Hier hat er gespielt. Vor 5-6 Jahren. Und wir hoffen jetzt hier ein bisschen spielen zu können. Aber das Team hat Training, das könnte wieder ein Problem sein, auch wenn wir nur hier spielen. Mal schauen. Also neues Feld, neues Glück, hoffentlich. Wir probieren es jetzt mal. Tobi immer noch kein Drop. Let's go, Damiano, easy. Let's go. Dort spielen die da, die Highschool Training bei dieser Hitze. Crazy. Langer Ball, kein Problem. Für Tobi. Easy. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, I'll be ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind. Okay, erste Drop von Tobi. I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time. Beiden spielen jetzt Hot Potato das Finale und Damiano gewinnt. Wir wollten jetzt hier spielen, auf diesem Acker. War eigentlich ganz okay. Also wir blieben auch hier nicht länger als 10 Minuten. Aber jetzt probieren wir trotzdem auf das Turffeld reinzukommen. Mal schauen, was wird. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no Kim mit dem hope, ersten you can Catch. still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go.
Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Nicer catch. Just gotta flip the switch and you can go Heiß, and sehr obtain heiß. anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Oh, nice. Start a pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Gibt doch nichts Besseres als Slant im Slot in der Red Zone. Ich meine, dass es vielleicht Auto war. Egal. Tobi ist ein talentierter Fußballer. Und jetzt wird er seine Kicking Skills unter Beweis stellen. Holt er Damiano Lombardi. Und der ist aber perfekt rein. What a day, man. What a day to be here. So yeah, guys, we're back with Sky. So obviously now in English and do a quick interview like casual style. But first question, you had the first question for me. Yeah, I was just asking Kim, what is his thoughts on the Texas fields? Like we got the turf, and then back here you can see the stadium. So what are your overall thoughts of the American football experience in Texas? Of course, it's something completely different. Yeah. Like American football here in the US, especially in Texas, is like soccer in Italy and in England. It's like, sports here are religion. And it's a really cool experience to play on a turf. Like, but I have to say it's like scorching hot. Like the feet are burning, of course, now. It was a hot one. But like seeing just like a high school where Sky played, having like the full turf with the logo, with the end zone, you don't have this in Switzerland. So it was pretty cool to play here, not only by ourselves, like some guys that play football more or less for fun. Like now playing with Sky, one of the ELF QBs, like one of the best quarterbacks that played in Europe. It's incredible. It's like, it was so cool. Yeah, most definitely. One of the things that was super funny though is just like watching all of y'all kick. They were just hitting like 45-yard field goals, and I was telling them they would probably start at most high schools in Texas, probably around the country for sure. And I just think it's super interesting that they all have like that touch with the foot. It's real nice. And you guys could all probably be college kickers. So. But it's also like with you That's guys. just so weird to me. I mean, you guys were just casually hitting 45-yarders. Like, we grow up with soccer, like. and none of them even made like a big deal out of it. Just 45-yard field goal. It's really interesting that you said that. I mean, of course, you're like exception. You're a quarterback, like a professional quarterback. It also, I think, a similarity or like a comparison is like with Americans, like just throw pretty good. Yeah. You know what I mean? I know exactly. Of course, like you're exception, you're like on top of that, but I think that's more or less a good comparison you can draw between these two sports. Throwing, catching. Yeah, exactly. And with a bit of practice, most definitely. I mean, Gor's kicker, shout out, Niels Jonkmans. He's incredible. He's the man. Yeah, and but like Sky, now you're back in the US, and like, what are like the main differences that you can tell, like not from football, but from living in the States and in Switzerland? What do you take away from Switzerland? You love Switzerland. Yeah, I love Switzerland. Biggest difference for sure is the amount of food options you have.
Like everything's popping out at you. You can get anything, any time of the day. In Switzerland or in the U.S.? In the U.S. Yeah. In Switzerland, everything shuts down like what, 11? Yeah. That's the latest a Cope would be open. Yeah. So I just think obviously the quality of food is probably better in Switzerland, and you get like a better overall experience with food. But you don't get it all day. So that's one of the biggest things I noticed is difference. Second thing is public transportation. You take for granted. I just hopped in my car, drove over here, which was really nice, but I do miss public transportation in Switzerland. It's the best in Europe for sure. And then what else? Obviously the heat, ridiculous. And I think more just like the biggest cultural difference is like how slow things are, you know, in Switzerland. Like everything's a lot more, you can enjoy your time eating at the dinner table or like just throwing with you guys. But now that I'm back home, I'm already like, dang, you know, I gotta hop on this call, I gotta head to this meeting, like everything's just rolling, you know. So I think everything's just moving super fast in America. You don't have as much time to just relax. So I enjoyed that in Switzerland, you know, just like chilling. And that's a good point. I mean, you came here, played first for the Basel Gladiators, played there for 4 games the rest of the season. Then it was an honor that you played for our 7vs7 touch football team, the Pioneers. Shout out Pioneers. Yeah, let's go. And then the Guards called after the Gladiators and this one day with the Pioneers. How was the transition for you coming to Europe and everything what you experienced with football in Europe? Yeah, I think the biggest difference was not necessarily the athleticism, because the athletes in Europe are amazing. You know, you see insanely fast cuts from DBs, you know, big physical linemen. Like the athleticism, size, strength, speed is all there. I just think the skill level is a little bit different, and you see people, you know, run routes differently. You see, you know, the line block differently. And so the biggest difference for me was just getting used to that as a quarterback specifically, I guess I'm speaking. Just getting used to the how the receivers move in Europe was a little bit different. Not necessarily like worse, just like different, you know, on some of the routes. Yeah, and how was the difference between NLA and ELF? That was a pretty big jump, you know. Yeah. It's hard to say though, because the Guards, it was their first year, and I'm sure they have some growing pains, you know. So I don't want to say like the NLA isn't, you know, even close to the ELF. The NLA is a very good league. I just think the Guards in their first year, it was some growing pains, so it was a pretty big jump just in terms of, you know, being able to move the ball on offense. Like as you saw, we struggled to like move the ball, you know, like we would have wanted to, you know, putting up 35 points a game like we did with the Glads. So it's a little bit more difficult to move the ball in the ELF, you know. DBs are really good, defenses are really good, you know, you got a lot of talent out there, so. But, I mean, the Guards showed promise. They beat the Stuttgart Yeah, Surge. I mean, the talent was there. It was just like, you guys couldn't keep it up for 4 quarters in a game, for most games. But still, I mean, you won 3 games. Yeah. It was a new franchise. You were quarterback at a new franchise on the highest level in Europe. Winning these games, it's still a cool experience, I guess. Yeah, I mean, it was great. Personally, I had no plans of playing after the Gladiators, like not being done with football, but just continuing to play for the season. Yeah. So when I got the call, I mean, it was obviously a privilege, man. Like super fun. Got to stay in Switzerland. Got interviewed by Kim a few more times. Yeah. Best interviewer in the business. Man who comes in and asks the hard-hitting questions, you know? Yeah, what's up with the banana scandal? Exactly. You brought some 130 poisoned bananas to Switzerland, man. We have to talk about that. Yeah, exactly. No, but it's been great, man. It's been a privilege. It's been fun. Great. Yeah, no, I also talked with Tony. Shout out to Tony Soller, GM, and from the guys that they should try and get you. Man, when you were there, I was like, man, get this guy. So, last question, Sky. Most interesting, maybe. Sky, what are your plans for next year? What do you have in mind, football-wise? No set plans, but I'll definitely be playing football in Switzerland. You know, I got my return ticket back to Switzerland, so I'm gonna go back and kind of just see what happens. I'd love to play for the Gladiators again, you know, but it'd also be amazing to play with the Guards. But personally, and the Pioneers.
Yeah, of course, the pioneers. First and foremost. Yeah, pioneers. that's what's up. But that's the plan. Is I really like Switzerland, so just from this point going forward, I'm gonna be training. I'm gonna be working, stacking some money, and then hopefully get back to Switzerland and ball out wherever I play, man. So we'll see what happens. Man, it was an honor. So cool playing with you today, doing this interview, man. It's been real, All the best, yeah. See you next year. And yeah. Ja, Freunde, wir hatten mega Spaß. Interview mit Sky, also habt ihr ja jetzt gesehen. Und ja, war mega cool mit ihm Football zu spielen. Wir haben dann noch ein bisschen Field Goals gekickt und so. Ja, war eine unvergessliche Erfahrung, hier Football spielen zu können mit Kindheitsfreunden und so einem Quarterback. Es war unglaublich. Die Jungs hatten auch Spaß, oder? Sowieso. War super. Mega viel. Ja, let's go. Jetzt gehen wir bald weiter. Freunde, wir sind bald da beim AT&T Stadium. Es ist wirklich alles größer in Texas. Das ist einfach riesig. Let's go. Freunde, wir sind hier vor dem AT&T Stadion. Das Stadion der Dallas Cowboys, wertvollster Sportverein auf der Welt. Mehrere Milliarden. Wertvoller als Real Madrid, Manchester United, jedes andere NFL-Team, jedes Fußballteam. Und ja, man kann auch denken, wieso? Auch wenn man fairerweise sagen muss, der sportliche Erfolg bleibt ja seit längerem aus. Wir warten seit den 90er Jahren auf den Super Bowl, geschweige denn NFC Championship Game. Schauen wir mal, was der Pro Shop zu bieten hat. Ja, es ist einfach riesig, dieser Pro Shop hier. Unglaublich. Hier sind wir im Restroom der Dallas Cowboys. Let's go. So Freunde, wir waren jetzt beim AT&T Stadium. Wo ist der Topstar? Hier, irgendwo. Passend in seinem Dallas Mavericks Shirt. Ja, ist sehr imposant, oder? Ja, riesiges Stadion. Ja, sehr beeindruckend. Da könnte auch das WM-Final 2026 sein für unsere Fußballfreunde, die wir auch sind, also Fußballinteressierte. Ja, jedenfalls crazy. Und leider haben sie jetzt kein Home Game, Woche 1, aber nichtsdestotrotz mega cool. Und ja, bis dann. So Freunde, und jetzt sind wir beim Metroflex Gym. Wer sich mit Fitness, Krafttraining und auch Bodybuilding vor allem auskennt, der kennt wahrscheinlich Ronnie Coleman, sein Home Gym. Das ist, glaube ich, das zweitberühmteste in den USA nach dem Gold Gym in Kalifornien. Jetzt schauen wir mal, was wird. Was wird? Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know. Haben einfach ein Bild mit Ronnie Coleman gemacht. Ich blende es euch mal nachher ein. Das Metroflex Gym ist wirklich legendär. Ja, coole Graffitis. Es ist etwa 35 Grad hier drin. Aber ja, es ist ein totaler Vibe. Es ist mega schön. Und ja, also wenn ihr mal in Dallas seid und ins Gym und so geht, dann müsst ihr schon mal ins Metroflex kommen. Auf jeden Fall. Wir pumpen jetzt noch ein bisschen. Und ja. Ja, Freunde, unglaublich. Metroflex Gym. Wir haben einfach Ronnie Coleman getroffen. Genial. Metroflex Gym. Was für eine Erfahrung. Was für ein Tag, Jungs. Unglaublich. Ja. Ja, Freunde, was für ein Tag. Football. Mit Sky, dann im Metroflex Gym Ronnie Coleman getroffen. Und wenn ihr das jetzt seht, dann ist schon die NFL-Saison am Laufen, aber heute ist noch der Season Opener, Chiefs gegen Lions. Danke. Und ja, also der Tag könnte nicht besser sein. Wirklich, wir sind alle irgendwie
auch ein bisschen sprachlos, weil es sind einfach so Erinnerungen, die wir das Leben lang behalten werden, nie vergessen werden. Und wir sind wirklich glücklich und ich hoffe auch, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen könnt, also halt von den Eindrücken und das euch auch happy macht. Genau, also wirklich, Fazit, wir sind wirklich überwältigt. Ja, wer uns langsam kennt und die Vlogs verfolgt, der weiß, dass wir Dicks mögen. Deshalb gehen wir wieder mal in einen rein. Let's go. Dicks Sporting Goods. Der Dicks killt uns mal wieder. Damiano? Das hat alles. Das hat einfach alles. Ja. Cowboys, dann alle Texas College Teams. Das ist einfach crazy. Was für große Flaggen. Crazy. Also Game Predictions. Ich sag, die Chiefs gewinnen den Season Opener gegen die Lions mit einem Touchdown Unterschied. Damiano? Ja, ich sag, die Lions gewinnen mit 3 Punkten Vorsprung. Also mit einem Field Goal. Tobi? Und ich gehe etwas bolder hier und sage, die Lions gewinnen mit 10 Punkten Vorsprung. Also der Tobi geht bouldern und sagt, die Lions gewinnen mit 10 Punkten Vorsprung. Mal sehen, was wird. Was wird? Hier nochmal Downtown Dallas, Texas. Was eine Stadt. So Freunde, etwas von der Sonne geküsst, machen wir uns auf in die nächstgelegene gute Sportbar für den Season Opener Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions. Let's go! Wir haben es rechtzeitig geschafft in die Sportbar. Let's go! Wir freuen uns. Yes, yes. Wir haben den ersten Touchdown der NFL-Saison. Jared Goff auf Amon-Ra St. Brown. Geht nicht auf ran.de. Die Lions also mit dem ersten Score, nicht die Chiefs. So Freunde, das Essen ist gekommen, let's go. So, wir haben die erste Halbzeit von Chiefs Lions in der Sportbar geguckt und jetzt gehen wir zurück ins Hotel und schauen dort auf den Rest des NFL Openers. Dallas ist schon echt eine coole Stadt. Wow. Gerade Mill, oder was? Es ist unglaublich. Die Drops der Chiefs Receiver und es sieht tatsächlich so aus, dass die Lions das Ding holen könnten. Ja. Und Kelsey ist auch nicht zufrieden. Und tatsächlich die Lions gewinnen. Meine beiden Co-Experten hatten also recht mit dem Tipp, dass die Lions das Upset schaffen. Ganz zur Freude von Damiano, seinem zweiten Lieblingsteam. Ganz zur Unfreude von Tobi, Unfreude, weil die Chiefs sein zweites Lieblingsteam sind. Yes. Also Damiano, die Lions gewinnen, aber du hast das ja schon ein bisschen prophezeit, deine Meinung zum Spiel. Ja, also ich habe gehofft, dass die Lions gewinnen. Ich wusste es nicht, aber bin sehr positiv überrascht über ihre Leistung. Natürlich die Chiefs ohne Kelsey und Jones stark geschwächt, aber die Lions haben wirklich sehr gut gespielt. Das Beste daraus gemacht. Tobi, die Chiefs verlieren und das hast du ja auch gesagt vor dem Spiel. Ja, deine Eindrücke? Ja, irgendwie habe ich es gespürt, aber trotzdem schade für die Chiefs. Ich bin ja eigentlich auch für die Chiefs gewesen in diesem Spiel. Ja, zu viele Fehler auf der Seite der Chiefs, aber auch natürlich sehr stark gespielt von den Lions und ja, dann am Ende doch verdient gewonnen. Ja, Freunde, also ich hätte es nicht gedacht unbedingt, dass die Lions da gewinnen. Die Chiefs haben es da überraschend verloren. Wieder der Super Bowl Champion, wie letztes Jahr die Rams, die gegen die Bills verloren hatten, haben heute die Chiefs gegen die Lions verloren. Aber ja, wenn ihr das Video seht, ist das ja auch schon ein bisschen her wahrscheinlich. War ein mega cooler Tag, war wirklich sehr, sehr toll mit Sky. Football natürlich das absolute Highlight, hier in Texas zu spielen, wo Football wirklich Religion ist. Dann noch im Gym Ronnie Coleman anzutreffen, war natürlich, ja, was für ein Tag. Und ich hätte gesagt, wir beenden jetzt den Vlog. Ich werde da jetzt noch mit dem Football abgeschossen.
Vergesst nicht, das Video zu teilen, liken, abonnieren. Vielen Dank für den Support. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.